Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus, auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem eBay-Shop und schon bald in meinem eigenen Online-Shop verkaufe. Heute habe ich hier ein Modeschmuckpaket mit Blumenschmuck. Jetzt im Frühling steigert es die Laune und ich bin schon sehr gespannt, ob ich Vintage-Schmuck darin finde. Ja, leider bedeutet das Papier immer eine Menge Geraschel, also ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aha. Was ist das Interessantes? Ohrstecker. Ist schon mal nicht ganz so alt. Und hier sehe ich eine Marke. Japan. Japan steht hier drauf. Auch ein sehr interessanter Ring, den ich so nicht kenne. Und ich habe die Vermutung, das sind zwei unterschiedliche Materialien. Also das könnte hier ganz harter, alter Kunststoff sein. Und dies glänzt. Das könnte also Porzellan oder Ton, Porzellan denke ich sein. Und wahrscheinlich ist das auch von Hand bemalt. Ja, irgendwie interessant. Diese achteckige Form ist interessant. Ich wünschte nur, die Bemalung wäre ein bisschen aufwendiger. Ja, machen wir was Neues. Das ist auch ein Antik-Revival-Teil. Und zwar, die Dame sieht ja so aus wie Ende des 19. Jahrhunderts, vielleicht sogar schon Jugendstil. Und das ist so gepresst. Also schwierig zu sagen, wann das entstanden ist. Vielleicht in den 70er Jahren, als man auf dieses Viktorianische abgefahren ist. Denn dies ist auch ein Medaillon, auch aus derselben Zeit, ich denke die 60er, 70er Jahre. Das Medaillon finde ich ganz toll, so ganz durchbrochen, es ist transparent. Schön. Ja, die mag ich, die sind toll. Die sind toll, die hatte ich schon. Die sind aus den 50ern und 60er Jahren. Das ist so ein Metall, das dann lackiert wird. Also die ist doch toll mit den schwarz, mit den weißen Pünktchen. Sehr fröhlich 50s, obwohl es schwarz ist. Und so ein schönes Giftgrün der 60er Jahre. Eine tolle große Blumenbrosche. Und noch eine sehr schöne Blume. Wahrscheinlich etwas älter sein. Vielleicht schon aus den 50er Jahren. Sind die nicht schön, die fröhlichen Beauties? Oh, das ist auch schön alt. Oh, das ist schön alt. Also fangen wir mal mit denen an. Guck mal als erstes unter der Lupe. Nee, keine Marke. Diese Ohrringe sind zum Schrauben. Die haben so ganz kleine weiße Blüten als Ring und oben auch eine Blume. Also sehr schöne, fröhliche Sommerohrringe in Vintage, die sind toll. Machen auch wirklich einen alten Eindruck, auch diese hier. Alleine schon die Rückseiten so schön, diese Schrauben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das sind auch wie so kleine Blumen. Und auf der Vorderseite auch, sind wieder weiß emailliert. Sehr schöne
Vintage-Ohrringe zum Schrauben. Und die hier sind so matte Silber mit einem tollen grün-grauen Stein in der Mitte. Irgendwie auch ganz cool. Also die finde ich auch ganz toll. Und eine ziemlich alte Brosche. So ein Messington. Und obendrauf so ein runder Cabochon in Blau. Schön. Also das sieht fast antik aus. Sehr gut. Auch die Nadel sieht alt aus. Könnte schon 100 Jahre alt sein. Sehr schön. Gefällt mir. Dann haben wir hier einen Anhänger als Rose in Silber. Vielleicht auch die 70s. Dann ist das hier eine Kette, eine Halskette in Gold. Tja, die Zeit kann ich nicht so genau sagen. Einerseits diese schöne Kugel da hinten, das sind, ja, könnte auch schon älter sein. Schön. Und diese Kette hier, das ist so ein bisschen Swarovski nachgemacht mit diesen Lynette-Fassung. Und die Steine sind so in Tropfenform und wechseln sich mit einer Perle ab. Ja, auch nett. Sehr schön. Schön und fröhlich bunt. Das sind so Ohrstecker und 3 Ringe in Gold und könnten auch modern sein. Und diese sind ganz sicher modern. Eine Kreole mit diesen Perlen, ja, die kann man einzeln abziehen. Also man kann die Kreole in schlicht tragen oder mit den 3 Perlen in Gold, Silber und Kupferfarben oder eben nur eine Farbe davon. Schöne wandelbare Kreolen. Aha, dann haben wir hier 2 Perlenketten, die sehr ähnlich in der Machart sind. Also diese hier, erstmal schauen wir den Verschluss an. Diese Perlen sind auch sehr leicht. Also das hier ist, glaube ich, Kunststoff und ja, wahrscheinlich ist es ein Druck da drauf. Also ich glaube, die ist wahrscheinlich nicht ganz so alt, aber hat einen sehr schönen Vintage-Look und schön sind diese Perlen mit den Blumen drauf. Und diese Kette hier. Oh, hier ist wieder, glaube ich, dieses Japan. Ja. Dieser Ring mit Japan gestempelt, genauso wie auf dieser ersten Halskette. Dieselbe Machart, vielleicht auch dieselbe Zeit. Könnte älter sein. Ich glaube, diese Kette ist etwas älter als diese hier. Aufgrund des Verschlusses, aufgrund des Farbtons des Metalls und auch der Perlen. Toll, dass das dabei war, kann man so einen direkten Vergleich anstellen und ja, dann so nähert man sich auch immer an, um rauszukriegen, von wann das Schmuckstück ist. Man versucht ja immer die einzelnen Teile zu beurteilen, wann man das so zuordnen kann. 2 Broschen, einmal diese hier,
Die hat 3 große Rivoli-Strasssteine. Und wieder mal eine Blumenbrosche. Und die Rückseite sieht sehr gut aus mit einem Aurora Borealis Stein in der Mitte. Und schon eine ganz ordentliche Größe. Schön. Tolle Blumenbroschen. Hier steht was drauf. Auf diesem Verschluss steht Made in Taiwan. Made in Taiwan. Das Ganze ist so cremefarben. Ein sehr matter Kunststoff, der wirkt auch eher alt. Also ich könnte mir vorstellen, das ist eine Brosche aus den 70er Jahren. Leider fehlt hier eine Ecke. Sehr, sehr schade. Und das Design finde ich irgendwie auch sehr interessant und wäre eine tolle Brosche auf einem schwarzen Kleid. Ne? Und noch so eine Blütenbrosche. Eine Kala. Die hat ja auch was. Die Kala ist, finde ich, die Art Deko-Blüte schlechthin. Auf der Rückseite die Nadel hier, also die gefällt mir nicht so gut. Die ist irgendwie vielleicht nachträglich draufgeklebt. Also eine tolle Blüte. Wieder für ein dunkles Kleidungsstück würde ich diese große Blume sehr gut finden. Und schöne alte Rose mit alter Emaille. Sieht sehr alt aus. Sieht sehr alt aus. Schön, gefällt mir sehr gut. Und noch eine alte Blüte. Hier sehe ich eine Marke. Kramer. Die Brosche ist von Kramer. Eine sehr schöne Blüte mit Perle. Leider hat sie ein paar abgetragene Stellen. Dann wieder was Modernes. So eine Halskette mit so Blüten, weiße Riesenblüten. Das ist das, was wir in den letzten Jahren Statementkette genannt haben. Was ist das? Das ist eine sehr schöne alte Brosche. Klein, aber mit einem ganz tollen Muster, auch durchbrochen. Schön. Das ist, ja genau, das ist so eine Magnetbrosche. Ich weiß nicht genau, wann das war, in welcher Zeit, ob es die 80er waren. Da hat man so eine ganz tolle neue Erfindung gehabt, dass man die Brosche mit einem Magnet festmacht. Dann das hier, das ist eine Klemme für eine Perlenkette. Als Schmuckteil kann man diese 2 Stränge da durchziehen und an eine Perlenkette dran machen. Dann sind das hier Ohrstecker, Perlenohrstecker als kleine Blüte. Ja, die sehen auch sehr modern aus.
Dann diese Ohrstecker sind kleine fliederfarbene Blüten mit einem milchigen Strassstein in der Mitte. Ein bisschen verfangen hier. Diese Ohrstecker hier, ja, die sind auch sehr neu. Das sind Kristalle mit Aurora Borealis Finish, Blümchen mit einem Tropfen drin. Also die glitzern auch sehr, sehr stark. Und eine Brosche, ältere, kleine Brosche mit, ja, das ist irgendwie so ein Kunststein, denke ich. Ja, dann das nächste. Ein Hut aus einem Netzmaterial und dann als Brosche mit einer Rose verziert. Ja, in welcher Zeit das modern war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es diese Broschen häufig gibt. So, und dann haben wir hier eine Halskette. Die ist, glaube ich, auch modern. Also alleine diese Verlängerungskette, daran sieht man, dass diese Kette nicht sehr lang ist, sehr alt ist. Hat aber auch so ein Antique Revival, so ein bisschen. Und dann ist das hier ein Ring mit cremefarbener Emaille. Ich probiere den mal. Große Größe, also ein bisschen größer ist er. So sieht er aus. Das ist mal wieder ein kleines Schmuckset. Hier haben wir eine Brosche in Metall, hell goldfarben und die passenden Ohrclips ohne Marke. Schön sommerlich, dieser hell goldfarbene Ton. So sieht das Ganze aus. Und noch ein paar schöne Blumen kommen hier zum Vorschein. Also hier einmal eine Orchidee, glaube ich, mit Perlen. Schön matt goldfarben. Und das sieht wieder schön vintage aus. Dann ist das hier eine Rose. Die sieht auch ganz schön alt aus. Sehr schön mit roter Emaille und so hellgrüner Emaille verziert. Schönes Rot. Und das hier sind Ohrclips, wahrscheinlich aus Japan oder Hongkong. Ja, mit Japan gestempelt auf dem Clip. Ganz leichte Clips mit Perlen als Blüte in der Mitte. Ja, dann wollte ich wie beim letzten Mal euch nochmal Neuzugänge zeigen, die ich nochmal dazu gekauft habe. Einzelne Teile, die mir gefallen haben, die dieses Blütenthema aufgreifen. Hier habe ich sehr schöne alte Ohrclips von Trifari mit der weißen Blüte und dem Strassstein in der Mitte. Also sehr schön sommerlich, finde ich die. Ganz tolle Ohrclips. Und tolle Ohrclips von Trifari sind diese hier, die ich in meinem Shop habe. Auch Blüten und Blätter.
Goldfarben aus den 50er, 60er Jahren. Dann habe ich dieses kleine Set hier aus meinem eigenen Bestand. Hier die Brosche, auch so ganz leicht vom Material mit Lucid Blütenblättern und mit so ganz irisierenden Blütenblättern kombiniert. Die heißt Brosche. Und dann auch nochmal die passenden Clips dazu. Dieses schöne Vintage-Set ist in einem ganz tollen Zustand. Ich finde, dies wirkt auch sehr schön sommerlich, so mit so einem ganz hellen Vanilleton. Dann diese alten Clips. Und zwar ist das auch dieses ganz leichte Metall, was wir hier in dem Paket hatten, so zum Beispiel wie diese Blüte. Und auch sehr schön bemalt, finde ich, so mit diesen Schattierungen, mit den schönen Blautönen. Auch ein toller Ohrring für den Frühling. Dann sehr schön sommerlich finde ich auch diese Clips, die ich auch in meinem Shop habe. Die sind so klein mit der Mini-Perle und dieses Metall ist so gehämmert in so einem Pünktchenmuster. Das sind auch sehr schöne Vintage-Clips, die perfekt für den Sommer sind. Und ein sehr schönes Teil ist diese Halskette hier mit den rosafarbenen und fliederfarbenen Kristallperlen. Dazwischen sind dann diese Strassperlen und ganz toll ist auch dieser Verschluss als matt goldfarbene Blüte. Also das ist auch eine ganz neue Halskette. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Die wollte ich euch auch unbedingt zeigen. Das Glitzern ist so toll. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Macht mir eine Freude und abonniert meinen Kanal und schaltet wieder ein. Bis bald.